Hallo, Dr. Pattberg hier aus Akihabara, Tokio, der elektronischen Stadt. Heute ein kurzes Referat über die USA-Kolonialmacht, deren Woke-Ideologie und die geplante Attacke auf Japans Kultur und Ehre. Die USA hatten schon lange eine gewaltige Propagandaattacke auf Japan geplant. Ideal während der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Die Olympischen Spiele interessieren eigentlich keinen Menschen in Ost und West und bringen auch keine allzu hohen Auflagen. Was aber hohe Auflagen bringt, das sind Hass, Hetze, Rassismus, Schweinekram und Spaltung. Daher hatten sich hunderte westliche Journalisten schon köstlich darauf vorbereitet, die kleinen, rückständigen, rassistischen und sexistischen Japaner mal so richtig bloßzustellen und zu demütigen auf der Weltbühne. Für die Historiker, Medien- und Sozialwissenschaftler unter euch dürfte das Propagandaspiel vertraut und wohl bekannt sein. Die Olympischen Spiele zwingen ein Land dazu, sich zu öffnen. Und eine Menge Scheiße fließt in 4 Wochen durchs Gitter. Tausende Aktivisten kommen und wühlen im Dreck und wollen den Gastgeber unterwandern. So geschehen eigentlich schon immer, aber sehr spektakulär doch in München in 1972, in den 2008 Olympischen Spielen in China und den 2014 Winterolympics in Russland. Und um das anhand von Beispielen zu beschreiben, habe ich mir für heute Akihabara in Tokio ausgesucht. Akihabara ist, oder besser, es war einmal eine Touristenattraktion und ein Aushängeschild für Japans Hightech, Japans Mangas, Japans Anime und Japans Spieleindustrie. Wenn also eine feindliche Macht wie die US-Kolonialherrschaft Japans Kultur schaden wollte, dann würde diese Macht hier einschlagen, würden alles rebellieren, alle Methoden der modernen psychologischen Kriegsführung anwenden. Das Gaslighting, also Realitätsverdrehung, das Framing, die Hitlerkeule, der Rassismus, der Sexismus und vieles mehr. Und Japan hat keine Medien, keine Zeitungen, die über die Landesgrenzen hinaus antworten könnten. Letztendlich würden die verzweifelten Japaner dann zu Kopierern, Irren oder schlechten Verlierern erklärt werden. Eine Revolution oder Emanzipation von den USA nach über 70 Jahren Fremdherrschaft ist kaum denkbar. Es würde ein Massaker geben, sollten die USA die Japaner ein 4. oder 5. Mal in der Geschichte zum Rivalen erklären. Die USA brauchen alle paar Jahre einen neuen Todfeind, seien es die Vietnamesen, die Sowjets, die Iraker, die Afghanen, die Kubaner, die Ukrainer, die Russen, die Chinesen oder eben mal wieder die Japaner. Ja, aber warum sollten die USA als komfortable Besatzungsmacht in Japan den Japanern denn absichtlich schaden wollen? Japan hat doch alles mitgemacht. Dejapanisierung, Demilitarisierung, Demokratisierung, Kapitalisierung, Amerikanisierung. Geht denn noch mehr? Ja, es geht noch mehr. In den USA ist eine neue brutale Ideologie hervorgekrochen. Die Wokeness. Wokeness ist eigentlich nur das Aufgewachtsein. In dieser tödlichen Ideologie ist alles Erfolgreiche, Reibungslose, Ordentliche nur ein Zeichen von systematischem Rassismus, Sexismus oder Diskriminierung. Mit der Wokeness-Ideologie kann man ganze Völker, Gruppen, Freund oder Feind sabotieren, Gehirn waschen und ultimativ canceln, also auslöschen. Sogar die Geschlechter, Mann und Frau, die Familie, Vater, Mutter, Kinder, die Grenzen, die Gesetze, die Wissenschaften, alles kann und muss ausgelöscht werden. Das ist das Ziel von Woke oder Wokeness. In Amerika ist bereits alles woke, insbesondere das Weiße Haus selbst, die großen Kartelle, die Herrscherkasten, Hollywood und die jüdischen Medien. Sie alle wollen die Vielvölkerwelt kollabieren, um dann nach einem großen Neustart den Planeten komplett übernehmen. Japan war ein guter und braver Vasall von 1948 bis heute 2022. Es hat alle Vollmachten seiner Industrien, seiner Politik, Bildung, Banken und Handel und besonders auch die Energie- und Lebensmittelversorgung an die USA abgetreten. Trotzdem ist das exotische Japan eine harte Nuss zu knacken. Hauptsächlich wegen der Sprachbarriere.
Es gibt nicht genug Amerikaner, die Japanisch beherrschen oder lernen wollen. Daher passiert hier viel in Japan, dass die Amerikaner zwar tolerieren, aber bei der nächsten Gelegenheit auslöschen würden, wenn sie könnten. Zum Beispiel würden die Amerikaner gerne das Land mit anderen Völkern durchmischen, also mehr Einwanderung für Japan. Japan ist sehr homogen, deswegen gibt es ja auch keine Ghettos, keine Assis, keine Kriminalität. Und fast alle Menschen hier haben gute Manieren, sie benehmen sich, haben Respekt für den Alten und so weiter. Die USA wollen gerne Schwarzenviertel hier haben. Enorme Drogenmärkte, Rassenunruhen und Gewalt an die Tagesordnung, das wäre ideal. Dann könnte der Westen, wie in Amerika und Europa auch, die Menschen willkürlich quälen, einsperren, wieder freilassen, wieder einfangen, alles pfänden, privatisieren, Sozialsysteme hochziehen, Geld drucken. Ein britischer Agent sagte mir einmal, in Japan, da sei so wenig los, es würde ihn nicht wundern, wenn es die Amerikaner wären, die die ständigen Erdbeben im Pazifik lostreten. Alle US-Marken sind in Japan vertreten, von Coca-Cola bis Wendy's. Trotzdem haben die Japaner noch viel lokales Zeug. Eigene Autos haben die Japaner eigentlich nur noch, weil die Straßen so klein sind. Auch für den riesigen Markt für Sex und Prostitution ist zu wenig amerikanisch hier in Tokio. Obwohl einige Stadtviertel wie Roppongi regelmäßig von amerikanischen Soldaten heimgesucht werden. Und obwohl Okinawa ein einziger amerikanischer Puff ist, könnte Japan, wie schon Thailand oder die Philippinen, zu einem enormen Freudenhaus für westliche Sextouristen umgebaut werden. Um an die Frauen ranzukommen, müssen die Amerikaner die japanischen Kerle natürlich canceln, ausschalten. Also werden die männlichen Japaner brutal als Rassisten, Sexisten, Patriarchen und Monster dargestellt, die ihre Frauen an die Küche binden, die Sekretärinnen drangsalieren und den jungen Schulmädchen dann in der Bahn zwischen den Schritt fassen. Da nur amerikanische Moralvorstellungen gelten, zieht Japan immer die Arschkarte. Zum Beispiel gibt es in Japan viel Exzentrisches. Jedes Land hat ja natürlich seine Eigenarten. Ich erinnere zum Beispiel daran, dass es bis in die 90er Jahre in Frankreich und Deutschland völlig normal war, FKK zu betreiben, also freie Körperkultur. Wir waren nackt im Garten, auf dem Campingplatz oder sogar auf der Fahrradtour. Auch hatten wir gemischte Saunen. Das geht aber nur, wenn die Gruppe homogen ist und ein Vertrauen unter der Gruppe herrscht. Wenn Migranten und konkurrierende Männergruppen dazukommen, ist der Brauch kaputt. So auch in Japan, als es vor der Ankunft der Europäer im alten Edo völlig normal war, dass die jungen Frauen barbusig vor den Waschhäusern saßen. Vieles hier ist aus der Sicht der Amerikaner eher abnormal. Väter in Japan nehmen ihre Töchter bis zum 6. Lebensjahr noch in die Männerumkleidekabinen mit. Ältere Männer können gegen Entgelt Abiturienten und Schülerinnen zu einem Date einladen. Auch gibt es einen enormen Fetischismus von Schuluniformen. Japaner haben andere Praktiken beim Liebemachen. Bei ihnen ist das Vorspiel oder Rollenspiel priorisiert. Auch wird wegen der Wohnknappheit und den super kleinen Häuschen der Sex ausgelagert in die sogenannten Love Hotels. Für 30 € kann man sich in den über 10.000 Liebeshotels eine schöne Stunde machen. Auch gibt es ungewöhnliche Regelungen für den Druck von Pornografie. Schamhaare dürfen in Japan nicht gezeigt werden. Und auch nicht der Penetrationsakt bei echten Personen. In der Kunst aber ist alles erlaubt. Daher gibt es in Japan einen unverblümten pornografischen Markt für Pädophile, Schwule und Tierliebhaber. Ja, all dies sind Angriffsziele der amerikanischen Moralmissionäre, die hier eine perverse Männerkultur vermuten und verbieten wollen. Danach soll ihnen nur noch der Westen die Show rennen, mit US-Tinder oder dem kanadischen Pornhub. Natürlich generalisiere ich, wenn ich immer Amerika sage, denn das Woke Kanada gehört genauso zum US-Imperium wie die City of London, die übrigens OnlyFans finanziert, mit über 50 Millionen Sexworkern, der größte Prostituiertenring der Welt. Aber auch der Drogenhandel, ich meine harte Drogen wie Kokain und Heroin, das würden die Westler gerne in Japan verkaufen. Und das wollen die westlichen Politiker mit der Massenimmigration von den Schwarzen aus Afrika erreichen. Denn Schwarze dürfe man ja nicht verfolgen, das wäre ja rassistisch. Und die verticken dann das Gift an die jungen Japaner. Auf all das Leid des Multikulturalismus ist Japan noch gar nicht vorbereitet. Wenn auch noch der Porno in Japan fällt, dann ist wirklich nicht mehr viel Japan übrig.
Auch werden die japanischen Männer hier nicht nur als Perverse und Otakus, sondern auch immer noch leider als Massenmörder und Sadisten dargestellt. Ähnlich wie die deutschen Männer heute noch als Nazis gedeutet werden. Die Japaner haben das doppelte Pech, keine weißen Männer zu sein. Zum Beispiel hatte Adolf Hitler ja bekanntlich die Swastika, das Swastika-Symbol, also das Hakenkreuz, aus dem Buddhistischen entliehen. Dort bedeutet das rechtsdrehende und das linksdrehende Hakenkreuz einfach der Gang des Buddhas. Übrigens auch in Tibet, dem Lieblingsurlaubsort der deutschen Gutmenschen. Leider hat der Westen daraufhin dieses Symbol als ein Symbol des absolut Bösen gecancelt. So ein Scheiß aber auch, dass auf Taiwan oder in China oder in Japan hier überall buddhistische Tempel mit der Swastika rumstehen. Überhaupt, sind wir mal ehrlich, kann jedes Symbol gecancelt werden. Hier ist die Flagge des imperialen Japans, die aufgehende Sonne. Heute ein verhasstes, verbotenes Symbol in China. Und hier ist die Swastika, verboten in Europa. Hier in Japan ist die Swastika kein Problem, man kann das als Tourist kaufen. Auch die Memoralia von dem Dritten Reich gibt es hier zu kaufen, das ist Geschichte. Und hier ist übrigens die amerikanische Flagge, das meist verhasste Symbol auf der Erde. Das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht. Diese Flagge, die amerikanische Flagge, wird einmal für Satanismus stehen. Die imperiale Geschichte Japan und der Verlust des Zweiten Weltkrieges werden den Japanern auch heute noch in den Hintern gesteckt. Sie sind per se die Nachkommen von Kriegsverbrechern, Vergewaltigern und Untermenschen. Daher nimmt hier in Japan jeder Vertreter der Amerikaner, ob die US-Botschafter oder die US-Diplomaten, die US-Medien oder US-Kulturleute, immer und sofort Kontakt auf zu den Japan-Kritikern, also anti-japanischen Dissidenten, Oppositionellen und Unruhestiftern. Das ist jetzt kein Witz. Die Amerikaner sehen ihre Botschaft als Regierungsapparat an, der aktiv die Lokalpolitiker diktiert, befördert oder feuert und die ausländischen Affären lenkt. Derselbe britische Agent von eben sagte mir übrigens, die Amerikaner seien die ultimative Steigerung des Colonial Office ihrer Majestät im letzten Jahrhundert. Das heißt auf Klartext, dass die Amerikaner hier gar keine Freundschaften pflegen, sondern eben ganz die Kolonialherren und Ausbeuter und Eroberer heraushängen lassen. Kurz, die Japaner werden erzogen zur Hilflosigkeit und Schuldkultur, ähnlich wie die Deutschen unter der US-Militärherrschaft. Jetzt aber konkrete Beispiele, wie die Amerikaner hier in Japan die japanische Kultur unterwandern, sabotieren und begraben wollen. Namen nenne ich keine. Kurzer Einschub. Mit Namen nenne ich keine, meine ich die Anstifter und Hintermänner. Aber die Namen der Zielpersonen ihrer Schmier- und Hetzkampagnen sind natürlich Personen des öffentlichen Lebens. Yoshiro Mori, ein ehemaliger Premierminister, wurde in der globalen Presse als Chief Sexist des Olympischen Komitees geoutet. Taro Aso, ein ehemaliger Deputy Minister, wurde als Frauenhasser skandaliert, weil er es wagte zu behaupten, Frauen wären zum Kinderkriegen geschaffen. Hakuo Yanagisawa, der ehemalige Gesundheitsminister, wurde medial und im Internet komplett hingerichtet. Die Strategie der woken Gesinnungskrieger ist klar. Sabotage des gesamten politischen Systems. Zerstörung der Leistungsträger durch Injurie, psychologischen Terror und Willkür. Okay, und jetzt weiter zu dir, Dr. Pattberg. Zum Beispiel gibt es hier mehrere irre Amerikaner, die hier mit fetten Tattoos in japanische Onsen reinlaufen, Waschhäuser. Die marschieren da rein, dann werden sie natürlich abgelehnt, weil es Tattoo-Verbote noch gibt.
und weil provozierende Ausländer den Betrieb stören. Aber dann war der Provokateur natürlich ein Agent mit Kontakten zu westlichen Medien oder ein tolerierter Krimineller. Und schon gibt es wieder eine Aktion gegen das rassistische und anti-westliche Japan, das keine Ausländer duldet. Also die amerikanischen Fußsoldaten des Woke- und Cancel-Kults suchen sich alle möglichen Opfergruppen aus und spinnen dann daraus systematische Homophobie, Transphobie, Genderphobie und Frauenhass hier in Japan. Die Amerikaner haben in Amerika das politische Instrument DIE, D-I-E, entwickelt, ein Akronym für Diversität, Inklusivität und Equity, also Wert der Fairheit. Das heißt für diese Irren, dass Japan sprichwörtlich die Hölle ist. Denn Japan ist ihnen nicht divers genug, weil sie hier nicht an die Macht kommen. Es ist ihnen auch nicht inklusiv genug, weil sie ohne Sprachkenntnisse nicht assimilieren können. Und es ist nicht fair genug, weil sie die schulischen Leistungen der Japaner nicht bringen. Um die Japaner zu Bösewichten zu erklären, müssen hier Quotas für Hautfarben und Ethnien und Minderheiten her, genauso wie in Amerika. In anderen Worten, das harmonische Japan, welches total von Amerika dominiert wird, ist jetzt auch noch vom Aussehen her zu japanisch und muss sich auflösen. Jetzt sind die USA und die EU mit Russland beschäftigt, wollen Russland canceln, wirtschaftlich komplett lahmgelegt. Das hat Japan wieder etwas Zeit gekauft. Die ängstlichen japanischen Politiker, von denen nicht ein einziger im Westen beim Namen bekannt ist, der jetzige Premierminister heißt übrigens Fumio Kishida, und das braucht ihr euch nicht zu merken, würden noch 10 weitere US-Basen in Yokohama genehmigen, wenn doch nur wieder mehr Zeit gekauft würde. Denn ein Krieg, den Japan mitläuft, könne ja nicht ein Krieg gegen Japan sein. So schickte Washington in 2013 Caroline Kennedy, die Tochter des Ex-Präsidenten John F. Kennedy, als Ambassador nach Tokio. Diese Frau spricht kein Japanisch, hat keine Ahnung von Japan. Aber das soll ja nicht sein. Es ist symbolisch. Küss meine Fremdherrschaft. Wer weiß und amerikanisch ist hier in Kontrolle. Genau wie damals General Douglas MacArthur. Also betreiben die Amerikaner gar keine Diplomatie, sondern ein Kolonialimperium. Es kommt noch krasser. Da Frau Kennedy praktisch gar nichts leisten konnte in Japan, war sie erstens kaum in Tokio, zweitens traf sie sich ausschließlich mit anti-japanischen Elementen und drittens wurde ihre Inkompetenz damit kompensiert, dass sie den Japanern als erste weibliche Botschafterin an die Backe geschmiert wurde. Halleluja! Also, die Amerikaner in Tokio sind Supreme Commanders. Sie leiten Japan mit Hilfe ihrer japanischen Marionetten. Naruhito, der jetzige neue Imperator Japans, hat in Oxford studiert und ist mit seiner Frau von Harvard verheiratet. Der Premierminister zur Zeit Kennedys in Tokio war übrigens Shinzo Abe, der in Kalifornien studiert hatte. Das sind die obersten Herrscher von Japan, Freunde. Die können nicht ohne den Westen und dürfen wahrscheinlich auch gar nicht. Dieses Gespann hatte Japan komplett den US-Big-Tech-Monopolen unterworfen. Japan verlor Big Banking, Telekommunikation und soziale Medien. Alles weg. Wer nach Japan kommt, der wird schnell erkennen, dass hier alles amerikanisch ist. Und amerikanisch ist heilig, unantastbar. Es ist ein echter amerikanischer Kult mit amerikanischen Hollywood-Schauspielern wie Arnold Schwarzenegger oder Tommy Lee Jones oder Scarlett Johansson in TV-Commercials. Unvorstellbar, hier in Tokio auf einem Billboard mal deutsche oder italienische oder russische Stars zu sehen. Sogar die sogenannten Importwaren aus Deutschland, zum Beispiel, weiß ich nicht, Ritterschokolade oder Gummibärchen, werden hier durch die Amerikaner importiert. Zum Beispiel durch Costco
der Jupiter-Gruppe, die einem US-Investmentbanker gehören. Das liegt daran, dass Europäer nur durch amerikanische Zwischenmänner an den japanischen Markt gelangen. Das Ganze ist so lächerlich, dass man heulen könnte. Japan ist ein Inselstaat und hat keine eigenen Flugzeuge. Darf Japan nicht bauen. 70 Jahre lang Bauverbot. Die Japaner leben nur für Amerika. So, wo waren wir stehen geblieben? Die Amerikaner wollen jetzt den Endschlag gegen Japan vorbereiten. Es soll hier Transmenschen, schwarze Ghettos, MeToo-Demonstrationen und Islam entstehen. Mehr Christentum ist auch nicht. Japan sei zu alt, Japan hätte zu wenig Kinder, Japan sei zu japanisch. Dieses ganze Moralgejammer ist natürlich unecht. Also, erst muss Japan gecancelt werden und dann bringen die Westler ihre eigenen Champions hier rein. Die Spielwaren hier in Japan waren einmal sehr japanisch, bis Disney alles kopiert hat. Amerika hat den Weltmarkt, Japan nicht. Daher ist es oft so peinlich, dass die Amerikaner aus Nostalgie ihre Spiele oder Comics irgendwie noch verjapanisieren wollen, also auf Anime-Charakter mit großen Augen machen, obwohl die Firmen längst im Westen sitzen. Bevor Amerika die Japaner vom europäischen Markt vertrieben hatte, wuchs ich als kleiner Junge mit Nausicaa vom Tal der Winde oder Taro, dem Drachenjungen, in Deutschland auf. Und ich hörte von Japanern hier, sie seien damals fasziniert gewesen von der deutsch-österreichischen Kultur und die haben wie bekloppt Heidi aus den Bergen kopiert. Die Amerikaner haben mit einem Streich Deutschland und Japan gecancelt. Heute wachsen japanische Kinder mit Elsa, der Disney-Eisprinzessin, auf und mit den Minions von Universal Picture. Hier in Akihabara gibt es noch viel Japanisches. Zum Beispiel japanisches One Piece, Pokémon oder Naruto oder Kamen Rider. Aber gerade weil das japanische Tafelsilber hier in Akihabara ausgestellt ist, kommen die amerikanischen Strategen hierher und wissen ganz genau, was sie nachahmen und dann ausknipsen müssen. Jetzt wollen sie die genannten Sammelzeuge mit US Marvel und DC Comics und Figuren austauschen. Godzilla ist ja schon amerikanisch, die letzten 5 Filme alle in Amerika gedreht. Die Kinder sind wichtig in jeder Propaganda. Japan hat keine eigenen Kinderkanäle mehr. Es gibt hier US Netflix, US Hulu, US Disney, US YouTube. Die Amerikaner hatten damals ja auch geschafft, uns Deutsche mit ihrer Sesamstraße zu erziehen. Der Vorteil in Deutschland aber war, dass wir immer noch Zeugs wie Comics aus Frankreich oder Belgien oder Spanien gekriegt haben. Asterix und Obelix oder Clever und Smart Comics oder so. Japan aber ist eine Insel und da waren die Japaner ganz allein den Amerikanern ausgeliefert. Wenn Japan die Amerikaner nicht rausschmeißt, mindestens das US-Militär und die subversiven US-Medien und seine Agenten, wird es ganz düster werden für Japan. Nippon kann nicht gewinnen. Ich weiß nicht, wie man das sonst noch erklären könnte. Mir fehlen echt die Worte. Das ist so brutal und unfair, aber es ist nun mal nicht aufzuhalten. Kennt ihr vielleicht dieses krasse Experiment mit diesen 2 Äffchen in Käfigen nebeneinander? Dem ersten Affen wird ein Stück Gurke gegeben und er muss danach einen Stein herausreichen, wenn er noch mehr will. Er ist mit dem Stück Gurke zufrieden. Dann wird aber dem Affen im benachbarten Käfig eine rote Traube gereicht. Also, der eine Affe kriegt nur ein fades Stück Gurke, egal was er macht. Der andere Affe kriegt eine saftige rote Traube, egal was er macht. Und jetzt kommt der Hammer. Der erste Affe gibt auf. Er will die scheiß Gurke nicht. Er war völlig zufrieden mit seinem kleinen Gürkchen, solange er nicht den anderen Affen mit seinen saftigen, dicken Trauben sah.
Und so ist das jetzt gerade überall auf der Welt mit dem Hyper-US-Kapitalismus und besonders hier in Japan. Solange die Japaner unter sich waren, haben sie fleißig kooperiert und waren zufrieden mit dem, was sie hatten. Aber jetzt kontrollieren hier alles die Amerikaner und ihnen gehört die ganze Welt darüber hinaus. Und sie kriegen in diesem Leben einfach immer die saftigen, dicken Trauben. Ganz ohne Mehrtun. Es ist völlig irre, wenn die Japaner jetzt noch so weitermachen würden. Für was? Sie kriegen die fetten Belohnungen eh nie. Niemals und nie mehr. So, das war brutal, aber es war nötig. Nicht nur Japan, auch Deutschland, Europa und andere Länder wie Russland und China müssen endlich aufwachen. Das geht so nicht weiter mit der US-Weltherrschaft. Absolut nicht. Wir brauchen eine multipolare Welt mit Chancen für alle Länder, Kulturen und das Allerwichtigste, Freiheit und Souveränität der Staaten. Danke fürs Zuhören und bis später.